Hallo Leute, da bin ich wieder. Wir wohnen im 3. Stock und haben ab ca. 12 Uhr fast den ganzen Nachmittag volle Sonneneinstrahlung. Es wird so heiß, dass wir uns entschlossen haben, uns endlich eine Markise montieren zu lassen. Und was seht ihr da? Genau, ich habe mich von meiner Frau überreden lassen. Nein, ich wurde so lange voll gequatscht, bis ich einer Markise mit manueller Kurbel zugestimmt habe. Jetzt werden zu Recht viele sagen, das ist doch kein Problem. Schraub einfach da und da die Markise ab und baue nachträglich einen Markisenmotor ein. An sich habt ihr ja auch recht, aber ganz ehrlich, ich wohne im 3. Stock, es geht weit nach unten und der Balkon ist auch nicht sehr tief, damit man viel Platz für die Leiter und die Markise hat. Und da mir mein Leben noch immer viel wert ist, habe ich mich entschlossen, einen Funk-Markisenantrieb von Schellenberg zum Nachrüsten zu montieren. Der Motor ist akkubetrieben und hält bei voller Ladung bis zu 60 Fahrten. Als Mieter bedeutet das, ihr braucht keine Einwilligung vom Eigentümer, ihr müsst keine Leitungen durch die Hauswand bohren, ihr könnt den Motor einfach an die Kurbel dranhängen und bei Auszug auch wieder ganz easy entfernen. In der Verpackung ist natürlich das Ladegerät und das Solarpanel. Das bedeutet, der Akku wird somit ständig bei Bedarf aufgeladen. Das Solarpanel muss jedoch nicht unbedingt montiert werden. Der Markisenantrieb kann individuell programmiert werden und kann auch per Funk und ein Smart Home System, zum Beispiel Alexa, gesteuert werden. Vor Inbetriebnahme des Motors sollte er aufgeladen werden. Das dauert laut Hersteller ca. 6 Stunden. Der Antrieb an sich ist schon montierfertig. Einzig muss nur noch oben das Kurbelgestänge montiert werden und unten die Wandhalterung. Das ist alles. Jetzt hängt man die manuelle Kurbelstange heraus und an dieselbe Stelle hängt man den Antrieb ein. Im 90-Grad-Winkel markiert man sich die Bohrstellen und bohrt die 2 Löcher für die Halterung. Da die meisten Häuser heutzutage wie auch dieses eine Wärmeisolierung haben, kommt man mit den üblichen Dübeln und Schrauben nicht hin. Ich habe mir diese Langschaftdübel von Fischer besorgt und damit die Halterung befestigt. Den Markisenantrieb sowie alle benutzten Gegenstände werde ich natürlich in der Videobeschreibung verlinken. So, jetzt programmiere ich dem Antrieb die Endlageneinstellung ein. Ich beginne mit dem Einfahren. Der rechte Knopf wird gedrückt und so lange gehalten, bis der Markisenantrieb komplett eingefahren ist. Wenn die Endstellung erreicht ist, wird er losgelassen. Anschließend werden beide Knöpfe für 1 Sekunde gedrückt und danach noch einmal der rechte Knopf. Somit ist das Einfahren abgespeichert. Jetzt speichere ich noch die Endstellung im ausgefahrenen Zustand ein. Genauso den linken Knopf halten, bis die gewünschte Endposition erreicht ist. Loslassen. Beide Knöpfe gleichzeitig für 1 Sekunde drücken und dann den linken noch einmal 1 Sekunde. Somit ist die Endstellung auch abgespeichert. Ja, und im Testlauf kann man auch sehen, dass der Antrieb richtig programmiert ist. Und wenn man das etwas einfacher haben möchte, kann man den Antrieb auch über eine Funkfernbedienung steuern. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt auch.
Erst muss der Funksender mit dem Markisenantrieb gekoppelt werden. Und zwar so. Im Batteriefach drückt man den kleinen Schalter rein und die Fernbedienung fängt an zu blinken. Dann kann man die Belegung festlegen. Es können bis zu 5 verschiedene Antriebe damit gesteuert werden. Bei mir ist es die Position 1. Dann werden am Markisenantrieb wieder die beiden äußeren Tasten für eine Sekunde gedrückt. Das gleiche mache ich mit den 2 äußeren Tasten der Fernbedienung für eine Sekunde auch. Jetzt nur noch die mittlere Taste für eine Sekunde drücken und dann auf der Rückseite den schwarzen Stecker einmal betätigen. Dann ist die Fernbedienung gekoppelt. So, die Fernbedienung ist gekoppelt. Jetzt werden die Endeinstellungen für die Fernbedienung programmiert. Es geht los mit dem Ausfahren. Den schwarzen Knopf auf der Rückseite drücken, die Fernbedienung blinkt. Dann den oberen Knopf an der Fernbedienung drücken und halten, bis die Markise ausgefahren ist. Danach den Knopf loslassen. Danach beide Knöpfe an der Fernbedienung drücken. Danach den oberen Knopf noch einmal drücken. Und die Fernbedienung hinten am schwarzen Knopf nochmal bestätigen. Den Markiseneinzug programmiert ihr genauso. Ihr beginnt halt nur mit dem unteren Knopf an der Fernbedienung. Das ist alles. Das Solarpanel wollte ich nicht an die Wand bohren. Ich habe es einfach mit Kabelbindern am Gelände festgemacht. Das Solarpanel ist ja nur eine Option. Der Antrieb hat ja einen Akku und der langt für ca. 60 Fahrten. Die Fernbedienung ist programmiert und der Testlauf kann starten. Ja, wie man sehen kann, funktioniert alles wunderbar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.